Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Der Titel, der mir für dich durchgegeben wurde, von Märchen, Helden und Legenden. Worum es geht, wir werden es erfahren im Verlauf des Videos. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Eine Karte kam schon. Schauen wir für den Zwilling von Märchen, Helden und Legenden. Worum geht's? Das, woran du glauben magst, wird zu dem Deinen. Manifestation, Glaubenssätze, schauen wir es uns an. Wow. Holla, 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 holla. Ein aktiver Schmerz, der pulsiert, doch zurückliegt. Einige Jahre, vielleicht 3, wie hier. Er steckt fest, kann nicht befreit werden. Es ist wie das Schwert im Fels, das nur vom Richtigen herausgezogen werden kann. Welche Sage war das? Es hieß ja, es geht um Märchen, Helden und Legenden. Doch du wartest darauf, dass jemand dich von diesem Schmerz erlöst. Das kannst nur du. Deine eigenen Karten. Alles die Luftzeichen. Es geht, wie genial, schauen, es geht darum, dass du bereit sein solltest, zu kommunizieren, proper zu kommunizieren. Du tust es nicht, weil du Angst hast, alles noch mehr zu verschlimmern. Doch kann es schlimmer werden als so? Die Märchen besagen, wer Mut hat, ein gutes Herz, eine reine Absicht, bekommt immer ein Happy End, nicht? Du fragst dich, ich war mutig, ich war reinen Herzens, reine Absicht, doch warum wurde mir dieser Schmerz zugefügt? Manchmal wird man von anderen nicht verstanden. Manchmal versteht man sich selbst nicht. Und manchmal muss ein Schmerz entstehen, damit du genau hinsiehst, was dich unfrei hält. Denn meist sind es die Erwartungen. Man meint es gut, doch der andere empfindet es
ganz und gar nicht als gut. Der andere lebt in seinem eigenen Märchen, das ganz anders verlaufen soll. Dornröschen aus ihrem 100-jährigen Schlaf. Was wäre gewesen, wenn sie nach 20 Jahren bereits wachgeküsst worden wäre? Wäre es dann der Richtige gewesen? Oder wäre sie schlecht gelaunt, erwacht und hätte gesagt, lass mich in Ruhe, komm später wieder mich wachküssen? Es ist immer ein Zwischenspiel. Lass das die Dinge sich weiter entfalten. Du wirst erkennen dürfen. Was braucht es, lieber Zwilling? Was braucht es? Was darfst du erkennen in deinem Märchen, auf das du dich als Heldin siehst? Zwei Karten. Ja, der Löwe, spirituelles Wachstum, meistert sich immer nur selbst in der Transformation. Der Löwe, beobachtend. Der Löwe, wie kann ich dir sagen? Abwartend, tolerant bis zu einem gewissen Punkt. Der Löwe weiß, was er will. Der Löwe macht sein eigenes Ding. Der Löwe lädt dich ein, genau hinzusehen, zu beobachten. Nicht nur die anderen, vor allem dich selbst über die anderen. Eventuell hat dieser Schmerz mit einem Feuerzeichen zu tun. Dann haben wir als nächstes die kleine süße Fledermaus. Der Schmerz im Dunkeln, der Rückzug, die Rast, das Ausharren. Doch sie wartet im Endeffekt auf das Neue, auf das sie wiederkehren kann, ans Licht kann, sehen kann. Die Fledermaus ist ein Träger. Die Fledermaus lädt dich ein. Nicht nur die Zeichen, sondern auch die Warnsignale zu erkennen. Sie lädt dich ein, auf deine Intuition zu hören. Sie lädt dich ein, durch das Meistern des Selbst des Löwen es auszuleben. Schauen wir weiter. Und wenn du dieser Einladung folgst, wirst du den Schmerz loslassen. Denn er ist fiktiv. Es ist nicht der, der dir innewohnt. Es ist der von
Rivalen im Märchen, der auf dich projiziert wurde. Und deswegen empfindest du ihn als Schmerz. Ja, gut möglich, dass ein Feuerzeichen damit zu tun hat. Widder, Löwe, Schütze. Du möchtest kraftvoll, autoritär auf andere zugehen, gesehen werden, doch der Schmerz steht vor dir wie ein Gefängnisgitter. Du wirst herausgefordert, gut möglich durch eine sehr arrogante Person, die dir sagt, wetten, dass du es nicht schaffst, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Doch ich bin mir sicher, wir werden eben diesen genau vom Gegenteil überzeugen. Wir machen weiter im Extended, lieber Zwilling. Wir warten dort auf dich. Bis gleich. Wir freuen uns. Ciao.